Hallo bei Rennrad News. Wir sind beim Grand Départ bei der Tour de France 2024 und wir sind hier, um uns Profi-Rennräder anzuschauen. Also genau die Bikes, die jetzt gleich hier hinter mir vorbeifahren. Es sind dabei einige brandheiße Neuheiten, Räder, die gerade erst erschienen sind. Also bleibt dran, es wird spannend. Ich bin am Stand von Ineos Grenadiers. Wir sind im Palazzo Vecchio und vor mir steht das brandneue Pinarello Dogma F. Es ist gerade erst rausgekommen. Der Rahmen soll ungefähr 108 Gramm leichter geworden sein. Das ist die große Neuerung an dem Rad. Außerdem soll es etwas windschnittiger geworden sein als das Vorgängermodell. Ich finde, es sieht aus wie das klassische Pinarello Dogma F. Alle Formen sind klar wiederzuerkennen. Und hier genau steht das Rad von Egan Bernal. Und ich habe es mir gerade mal angeguckt. Er fährt 170 mm Kurbeln. Und auch eine Übersetzung von 54/40, wie ich das jetzt schon häufiger hier an Pro-Bikes gesehen habe. Außerdem fällt mir noch auf, wie lang der Vorbau ist. Auch das ist eine typische Sache an Rädern von Radprofis. Und das Cockpit übrigens am neuen Pinarello Dogma F ist auch neu entwickelt worden von der Hausmarke von Pinarello, Most heißt sie. Und ja, da gibt es auch ein paar interessante Sachen zu sehen, zum Beispiel auch diesen Garmin-Halter, der da sehr schlüssig drin integriert ist. Es sind Conti TT Tubeless Ready Reifen dran, also der Zeitfahrreifen Continental, und die Größe ist 28 mm. Montiert sind sie auf Dura-Ace Laufrädern, C50, 50er Felgenhöhe also. Das ist eigentlich genau das Setup, was wir von Ineos Grenadiers schon seit Jahren kennen. Also dieses Rad ist, was die Komponenten angeht, relativ unverändert zu den Vorjahren, aber eben mit dem ganz neuen Rahmen. Ja, und das ist jetzt das Rad von Tom Pidcock, der ja auch bei Ineos Grenadiers fährt. Und es ist ein bisschen kleiner. Er fährt auch nicht so einen langen Vorbau, habe ich gesehen. Und außerdem war ich ja euch noch das Gewicht von dem Rad schuldig. Also Pinarello sagt, es wiegt 6,6 Kilo. Jetzt hätte ich hier fast den Ständer umgeschmissen. 14.000 Euro mal 8 für den Himmel. Aber zum Glück alles gut gegangen. Also Pinarello sagt, 6,6 Kilo wiegt das Bike. Ja, und dann ist noch mir aufgefallen, wie schön übrigens das Schaltauge hier in den Rahmen integriert ist. Jetzt hier ein Spy-Shot, nicht mehr so ein richtiger Spy-Shot, denn das Rad geisterte schon mal durch die Medien, als es mit Valtteri Bottas beim Grand Prix von Monaco auftauchte. Das neue Canyon Aeroad CFR, hier steht es vor mir, in der Lackierung vom Team Movistar. Und das ist das neue Canyon Aeroad CFR und nicht das alte. Erkennt man eigentlich nur an so ein paar Details. Es sieht nicht wirklich wie ein ganz neues Fahrrad aus, aber auf den ersten Blick sieht man hier, das Cockpit ist komplett neu. Es hat hier den neuen GPS-Halter mit so einer Rille. Gear Grove nennt Canyon das, auf dem Oberlenker, und da kann verschiedenes Zubehör befestigt werden. Das ist bekannt schon vom Grail. Das ist das eine. Außerdem, wenn man hier hinschaut, sieht man direkt, dass es riesig dicke Reifen hat. Ich glaube, das ist das Rad mit den dicksten Reifen, was hier rumsteht. Und ich tippe mal, das sind 32 mm breite Reifen. Continental Grand Prix 5000 STR übrigens, also auch Tubeless-Reifen hier bei Movistar. Was ihr noch sehen könnt, Unterschiede zum bekannten Aeroad, ist so ein bisschen das schmalere Sitzrohr. Das ist nicht mehr ganz so flächig wie das alte Sitzrohr. Ansonsten sieht es aber wirklich sehr ähnlich aus, auch live und in Farbe, wie man so schön sagt. Dran ist natürlich auch die neue SRAM Red Axis Gruppe, die auch eben erst vorgestellt wurde sozusagen. Und wir konnten sie schon testen. Test verlinke ich euch hier. Die hat diese schimmernden Bremshebel aus Carbon. Das sieht richtig schick aus. Sehe ich jetzt zum ersten Mal live. Mein Kollege hat die andere Gruppe getestet. Ja, und Javier Romo fährt hier eine ganz klassische Heldenkurbel 5239, die es von der SRAM Red auch gibt. Und hinten eine ziemlich große Kassette, 1036. Das ist, hat mir heute schon ein Mechaniker gesagt, auch ein neuer Trend unter den Fahrern. Große Kurbel gepaart mit einer großen Kassette, das macht es ihnen einfacher bei der O-Ton. Und dann ist mir noch aufgefallen, hier die Sattelstütze am Aeroad. Die Klemmung ist ziemlich nach vorne in die Sattelstütze versetzt. Ein bisschen war das auch schon so beim alten Aeroad, aber hier ist es nochmal ein bisschen extremer. Und übrigens ist das gesamte Team Movistar bereits auf dem neuen Aeroad CFR unterwegs. Das Specialized S-Works Tarmac SL8 von Red Bull, Bora Hansgrohe, haben wir schon ausführlich porträtiert, aber hier ist nochmal ein ganz besonderes Tarmac SL8, nämlich das Bike von Remco Evenepoel. Und ihr seht, das hat diese silberne Lackierung. Eigentlich ist die Lackierung das Besondere an diesem Bike. Das Tarmac SL8 gibt es ja schon länger, damit sind ja auch schon die letzte Tour gefahren. Aber
Diese Lackierung hat es wirklich in sich, so ein bisschen Terminator-Look, finde ich, mit diesem glänzenden Quecksilber-Design. Und hier steht auch sein Name. Was fällt mir sonst noch an dem Rad auf? Ganz normale Shimano Dura-Ace Di2 12-fache Ausstattung, wie an allen Teambikes von Soudal Quickstep, wo Remco Evenepoel ja fährt. Und auf dem Oberrohr ist auch das Zeichen des Teams, der Wolf. Denn das Team bezeichnet sich auch selbst als Wolfpack. Und der ist so schön in dem Silber da oben eingelassen. Das Cockpit auch super lackiert in einem Verlauf zwischen so einem leichten Bordeaux-Rotmetallic und diesem Silber. Also mir gefällt das Rad ausgesprochen gut. Hier auch wie bei dem anderen Tarmac SL8 S-Works Turbo-Cotton-Reifen drauf. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Tour. Und dann setzt Soudal Quickstep eben auch auf Keramiklager. Das sieht man immer an den Schriftzügen auf den Bikes. So, jetzt sind wir beim Team von Tadej Pogačar, dem mehrmaligen Tour de France-Sieger. Und hier gibt es ein interessantes Rad, nämlich ein Gravel-Bike, ein Colnago G3X. Und vielleicht ist das auch schon eine kleine Vorschau auf die Gravel-Etappe bei der diesjährigen Tour de France, von der alle Fahrer so ein bisschen nicht wissen, was sie davon halten sollen. Wer weiß, ob es eingesetzt wird. Es steht jedenfalls hier mitten zwischen den Colnago V4 RS Teambikes von UAE. Dieses Rad mitten zwischen den Teambikes von UAE wird nur einmal gefahren, und zwar gleich von Tadej Pogačar zur Vorstellung der Fahrer hier vor dem Palazzo Vecchio. Draußen lauert schon die Menge und das ist ein Unikat, eins von mehreren Sondermodellen, die Colnago rausgebracht hat zur Tour de France. Fleur de Lis heißt es, wegen den Lilien. Die Lilien erinnern hier an den Palazzo Vecchio und an die lange Verbindung zwischen Frankreich und Italien. Eins von vielen Einzelstücken, super viele goldene Details auf dem Rahmen, auf dem Vorbau. Auch der Sattel sagt nochmal, um welches exklusive Stück es sich hier handelt. Die Speichen sind vergoldet, Felgen von Envy, Cockpit von Envy, aber alles im speziellen Fleur de Lis Design. Genau 111 Bikes von diesem Stück sollen produziert werden und verkauft werden sollen sie für 23.000 €. Also schaut es euch im Video nochmal an, in echt werdet ihr es so schnell nicht zu sehen bekommen. Und übrigens, das Rad ist das Colnago C68, was so in Carbon Tube-to-Tube-Bauweise gefertigt wird. Und eigentlich fährt UAE das V4 RS, was daneben steht. Also wirklich ein ganz besonderes Einzelstück. Hier neben mir stehen jetzt zwei Teambikes von Groupama FDJ, das französische Team. Und eins davon ist ebenfalls gerade erschienen. Und das ist das Villiers Verticale, was ganz rechts steht. Das ist das Kleinbus-Bike, das neue Kleinbus-Bike von Villiers. Und das Villiers Filante SLR, das ist das Aero-Rennrad, also Groupama FDJ, nach wie vor klassisch unterwegs mit einem Rad für die Bergetappen und einem Rad für die Flachetappen, eben das Aero-Rennrad, das Filante SLR. Übrigens hier auch an dem Bike eine 5440 Übersetzung und eine große Kassette hinten. Shimano Dura-Ace 12-fach Ausstattung und Continental Grand Prix STR Reifen, aber mit ein paar speziellen Schriftzügen auf der Flanke und in relativ schmal. Das gucken wir uns jetzt mal eben genauer an. Was dahinter steckt, kann ich nicht genau sagen. Aber in der Regel werden den Teams Reifen zum Testen mitgegeben auf die Tour, Prototypen, die die Hersteller anfertigen für die Teams und dann gucken, wie das Feedback ist. Und wahrscheinlich handelt es sich dabei um so einen Reifen. Werfen wir nochmal einen ganz kleinen Blick auf das Villiers Verticale SLR, wie es Groupama FDJ fährt. Das Cockpit ist neu, soll übrigens nur 310 Gramm wiegen und der ganze Rahmen soll so um die 700 Gramm liegen, also 10% leichter sein als das Villiers Zero SLR und das wiegt eben 780 Gramm. Genaue Angaben macht Villiers übrigens nicht. Das ganze Rahmenset 1623 Gramm. Mehr Infos zum Bike in der Serie findet ihr im Artikel auf Rennrad News. Und hier das Teambike mit Shimano Dura-Ace Di2 12-fach ausgestattet. Auch eine leichte Übersetzung. Und weil es eben zum Klettern gemacht ist, soll auch die Geometrie zum Klettern ausgelegt sein. Speziell der Reach etwas verlängert sein und die Position vom Cockpit zum Tretlager so optimiert sein, dass es sich im Wiegetritt ganz besonders gut anfühlt, sagt Villiers. Wir sind bei Team Jayco Alula, dem Team aus Australien, mit dem Topfahrer Simon Yates und seinen Giant TCR Advance SL. Seht ihr hier vor mir.
Das neue Teambike ist auch erst dieses Jahr rausgekommen, also auch eins von den ganz neuen Bikes im Peloton und auch eins von den Bikes, die in der Serienversion schon locker die 6,8 Kilo Marke der UCI unterbieten. Und das Video dazu poste ich euch unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch das Rad genau anschaut, eins meiner Favorites, was die Lackierung angeht, so viele schöne kleine Details und so viele Farben, in denen das changiert. Also es erinnert mich so ein bisschen an einen Eisvogel auch, was ja auch das Wappentier ist oder beziehungsweise im Logo von Jayco vorkommt. Und ja, ich finde es richtig schön. Und Simon Yates fährt übrigens einen 140 mm langen Vorbau. Ich kenne ja schon viele lange Vorbauten an Profi-Rennrädern, aber angesichts der Größe dieses Bikes ist das schon beachtlich, finde ich. Ansonsten, was ist noch dran? Eigentlich ziemlich die Serienausstattung des Giant TCR. Kardex 50 Wheelset, wie wir es auch am Giant TCR schon getestet haben. Super leichte Laufräder, sub 1300 Gramm, gleichzeitig mit 50 mm hoher Felge, auch schon Allround Aerodynamik und mit Carbonspeichen und hinten auch Ratchet-Freilauf. Auch Simon Yates fährt die dicke Übersetzung, die jetzt hier viele im Peloton haben. 54/40 an der Dura-Ace Di2 12-fach-Schaltung gekettet. Also eindeutig ein Trend zu größeren Gängen hier an den Teambikes von der Tour de France. Und auch am Bike von Simon Yates finden wir einen Kettenfänger passend eloxiert zur Rahmenfarbe des Bikes. Und falls ihr das Giant TCR noch nicht kennt, in der Top-Version TCR Advanced SL hat es diese integrierte Sattelstütze. Also hier, das ist alles noch Bestandteil des Rahmens. Der Rahmen übrigens seit diesem Jahr einfach nur in 2 Teilen wird er zusammengefügt im Werk. Ein Bericht dazu folgt noch auf Rennrad News. Und ja, diese Stütze bietet einfach mehr Komfort, so wie die gestaltet ist, als die Stützen, die im Rahmen versenkt sind, meiner Erfahrung nach. Aber das Rad von Simon Yates bin ich natürlich noch nicht gefahren. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Time-Trial-Bikes an. Wie versprochen, noch ein schneller Blick auf das Zeitfahrrad von Jayco Al-Ula und hier das Bike von Michael Matthews. Und ihr seht, alles an diesem Rad ist auf Aerodynamik getrimmt. Weit ausgestellte Gabelscheiden vorne, aber die Rohre selber super schmal, wie Papier, hat eben unser Filmer Patrick hinter der Kamera übrigens schon gesagt. Und ja, sieht auch wirklich so aus, richtig schmal. 1 cm breit vielleicht oben das Unterrohr und wird dann unten vielleicht 3 cm breit, Trinkflasche aerodynamisch optimiert. Hier am Cockpit nutzten viele Fahrer eigene Aufsätze und so auch Michael Matthews. Nicht der Aufsatz, der zu dem Giant Trinity Zeitfahrrad normalerweise dazugehört, sondern er hatte eine eigene Konstruktion. Sieht man auch an den selbst zugeschnittenen Schaumstoffpads und ja, ist auch eine andere Marke. Hier sehr interessant diese Daumengriffe. Überall sind Blips verteilt an diesem Cockpit. Hier sind Zusatzblips, hier sind Zusatzblips, an den Schalthebeln sind Zusatzblips. Also schalten kann man wirklich in jeder Position. Und ja, ich finde auch eine wirklich sehr imposante Erscheinung dieses Rad. Übrigens mit einer Übersetzung von 58/44 hier. Also auch wieder ein richtig dicker Gang am Zeitfahrrad. Interessant ist natürlich immer an Zeitfahrrädern auch, welche Reifen die schnellsten sind. Und Jayco Al-Ula fährt hier Vittoria Pro Speed Tubeless in 26 vorne und 28 mm hinten. Und ich finde auch diesen Bereich am Steuerrohr unglaublich imposant gestaltet. Und auch typisch Zeitfahrrad ist diese Verstellung an der Sattelstütze, die erlaubt viele Verstellmöglichkeiten. Der Winkel ist unabhängig von der Sattelposition verstellbar, also von der vertikalen Position, und die vertikale Position lässt sich auch recht flexibel einstellen. Hier ist er übrigens nochmal ein Stück nach hinten versetzt. Das war's von Jayco Al-Ula und wir gehen jetzt mal weiter. 200 Meter weiter steht nämlich Lotto Destiny. Wir sind bei Lotto Destiny zwischen den Teambussen. Ihr seht, wie die aufgebaut haben. Hier mit Schatten spendend, beide Dächer übereinander. Hinten noch die Teamfahrzeuge im Hintergrund, aber alle Bikes sind weg. Pech gehabt diesmal, wir kommen wieder. Wie versprochen zurückgekommen und direkt ein sehr spannendes Rad gefunden. Das Orbea Orca Aero von Victor Campenaerts. Wer Victor Campenaerts nicht kennt, er hat einen Stundenweltrekord gefahren und ist auch berühmt für seine Fluchtversuche. Und so sieht das Rad auch aus. Schön aerodynamisch, maximal aerodynamische Laufräder dran und eine richtig fette Übersetzung. 58/42 auf der FSA-Kurbel gekettet und das ist mal ein richtig dicker Gang. Ich glaube, der dickste, den ich bis jetzt hier an den Profi-Bikes bei der Tour de France gesehen habe. Ja, und ein paar spannende Details habe ich auch im Cockpit gefunden.
Ihr kennt ja vielleicht diese Aero-Position, die viele Fahrer fahren. Die aerodynamische Position, die man auf dem Rennrad einnehmen kann, ist ja bekanntlich, oder wie Insider wissen, nicht die Position im Unterlenker, also hier ganz unten in den Drops, sondern diese rechtwinklige Position mit den, wenn die Oberarme rechtwinklig angewinkelt sind und die Hände vorne möglichst weit zusammen. Und dafür hat Victor Campenaerts hier am Cockpit einige Vorkehrungen getroffen, damit er das gut fahren kann. Das Tape ist noch ein bisschen anders gesetzt und auch ein besonders griffiges Band hier auf den Lenker geklebt. Sieht sehr spannend aus. Ich denke mal, für lange Fluchtversuche gemacht, nachdem die UCI diese Lenker, diese enge Stellung der Bremsgriffe am Lenker verboten hat. Ansonsten das Orbea Orca Aero, ja das bekannte Aero-Rennrad der baskischen Rennradmarke. Und hier kombiniert mit SIP 353 NSW Aero-Laufrädern. Und außerdem sind auf den Laufrädern 30 mm breite Vittoria Corsa montiert. Tubeless natürlich. Einkauf ist vorbei, wir waren tatsächlich bei Lidl und jetzt sind wir bei Lidl Trek und vor mir steht das Bike von Jasper Stuyven, Teamfahrer bei Lidl Trek. Ihr kennt ihn vielleicht, ist ein Klassiker-Spezialist, fährt auch Sprints an, starker Fahrer. Entsprechend ist sein neues, brandneues, gerade erst erschienen, vorgestern erschienenes Trek Madone SLR aufgebaut. Dazu gleich noch ein paar Details. Das Rad, wie gesagt, gerade erst erschienen, noch ein paar Erwähnungen wert. Es ist 320 Gramm leichter als das alte Madone SLR 7. Madone SLR 8 steht vor mir. Und ja, das ist richtig viel. Das Madone SLR 7 war auch relativ schwer. Aber das ist jetzt das einzige Bike für alle Etappen. Das E-Monda von Trek ist weggefallen und Trek ist nur noch auf dem Madone unterwegs, weil es jetzt fast genauso leicht ist wie vorher das E-Monda. Und gleichzeitig ist es genauso aerodynamisch wie das alte Madone. Ungefähr genauso aerodynamisch. Also auch bei Trek nur noch ein Bike für alle Fälle. Trek hat an vielen Stellen das Rad verbessert. Es gibt ein neues Cockpit, was auch richtig leicht ist. Auch so ungefähr 300 Gramm. Und geblieben ist das Isoflow-System. Und das ist dieses Loch im Sitzrohr. Und das sieht schnell aus, so ein bisschen wie ein Spoiler beim Sportwagen. Aber es soll auch schneller machen. Es soll sozusagen dafür sorgen, dass der Luftstrom hier an diesen Rohren besser anhaftet und das Rad dadurch aerodynamischer machen. Insgesamt wirkt es jetzt nicht mehr so flächig wie das alte Madone SLR 7 und ja, ein bisschen gefälliger. Also eine Mischung aus E-Monda und Madone auch optisch. Noch ein spannendes Aerodetail an dem Rad. Die Trinkflaschen sind aerodynamische Trinkflaschen, aber in die Flaschenhalter können Sie auch normale Trinkflaschen reintun, aber Lidl Trek hat hier eigene Trinkflaschen natürlich in ausreichender Zahl dabei. Was ist noch spannend an dem Rad? 28 mm breite Reifen montiert auf den Bontrager Laufrädern. Pirelli P0 Race RS, also der schnellste Reifen von Pirelli mit dieser gelben Schrift. Und er ist eben auch ein Tubeless-Reifen. Alle Teams fahren eigentlich inzwischen Tubeless. Und hier am Rad von Jasper Stuyven, Bontrager Laufräder mit richtig hohen Felgen. Vorne 60 mm hohe Felgen. 23 mm Innenweite übrigens die Felgen hier und in den Narben sitzen Kugellager von Kogel Bearings. Das sieht man an den Aufklegern, die drauf sind. Und übrigens noch ein spannendes Detail, was ich hier im Trek Teamcamp gesehen habe. Sie haben eine Waxing-Station da hinten, könnt ihr jetzt nicht sehen, aufgebaut für die Ketten des Teams. Und da werden die Ketten gewachst, um nochmal den Reibungswiderstand am gesamten Bike zu minimieren. Ja, und die Schaltung an den neuen Teambikes von Lidl Trek ist natürlich die neue SRAM Red Axis, die auch hier am Rad von Jasper Stuyven montiert ist. Und das war's schon. Wir gehen weiter zum nächsten Team. Wir haben uns gefragt, der Typ hinter uns auf dem Trecker, ist es Elon Musk? Wir wissen es nicht. Jedenfalls fand ich es ganz witzig hier, die Lackierung oder das Design vom Alpecin Deceuninck Team Truck. Und wir sind bei Alpecin Deceuninck und wir schauen uns jetzt mal an, ob wir das neue Canyon Airroad finden, was vielleicht noch kommen wird und was wir hier sonst noch finden. So, ich habe es mir mal erst noch mal gemütlich gemacht, weil wir warten immer noch darauf, dass wir ein Rad fotografieren können, aber ich weiß immerhin schon welches. Das Weltmeisterbike in der Weltmeisterlackierung von Mathieu van der Poel. Und ich warte hier, bis ich auch mal Haare geschnitten kriegen kann, wie die ganzen anderen Teamfahrer. Und dann geht's mal zu dem Bike. So, lange gewartet, da ist es. Das Weltmeisterbike von Mathieu van der Poel, also die neue Weltmeisterlackierung. Und es sieht eigentlich fast genauso aus wie das bekannte Canyon Airroad CFR, was ja schon die ganze Zeit fährt.
das Aero-Rennrad von Canyon und übrigens auch das einzige Rad, was sie bei dieser Tour fahren. Also das Canyon Ultimate haben sie gar nicht mehr dabei. Auch eine interessante Geschichte. Und ja, das ist das Rad in der neuen Lackierung. Und ich glaube, es handelt sich auch um das neue Aero CFR, was man an so ein paar Details sehen kann. Und zwar ist es einmal der Lenker, der hat so ein bisschen andere Form. Das ist der Pro-Lenker, der geht so ein bisschen tiefer nach unten. Wir haben gestern bei Movistar auch schon einen anderen Lenker gesehen, den man auch an dem neuen Aero CFR gesehen hat, mit so einer Groove Bar, wie die beim Canyon Grail heißt, also so eine Schnittstelle für GPS-Geräte oben auf dem Lenker. Und auch dieser Lenker hat ein bisschen eine andere Form nochmal. Also anscheinend können die Teams beide Lenker fahren und sich das aussuchen, denn man kann auch an so ein paar kleinen Details erkennen, dass es sich hier um das neue Canyon Aero handelt. Und zwar ist das einmal so ein bisschen die schmalere Front, das filmen wir für euch gleich nochmal ab. Und also vorne das Steuerrohr ist wirklich ein bisschen schmaler als an meinem Aero. Ich fahre selber auch ein Aero. Und ja, das ist so ein kleines Detail. Außerdem hat das jetzt geschlossene Ausfallenden, also an einer Seite geschlossene Ausfallenden. Die Steckachse endet also nicht in einem Loch, sondern da ist noch ein bisschen Carbon davor. Das ist natürlich auch zugunsten der Aerodynamik. Ich bin gespannt, ob das Rad auch wirklich viel aerodynamischer geworden ist. Viele Verbesserungen scheinen da eigentlich nicht mehr möglich. Und das war ja schon immer eines der schnellsten Aero-Rennräder überhaupt im Peloton. Und außerdem sieht es so aus, als wenn die Sattelstütze ein bisschen schmaler geworden wäre, also nicht mehr so lang in Fahrtrichtung wie die am alten Aero CFR. Und auch überhaupt der Bereich im Sitzrohr sieht so ein bisschen schlanker aus, nicht mehr ganz so ausladend. Ja, interessant am Rad von Mathieu van der Poel für die Tour de France, mit dem er auch morgen hier an den Start gehen wird, ist noch, finde ich, dass er einen Selle Italia MVDP-Sattel hat, mit speziellem Mathieu van der Poel-Design, natürlich auch Weltmeisterstreifen. Ja, und er fährt Vittoria Corsa Pro-Reifen in 28 mm, die auch auf den Shimano Dura-Ace C50 Laufrädern nicht so deutlich breiter bauen wie die anderen 28 mm Reifen, die wir hier auf Felgen gesehen haben, mit sehr breiten Maulweiten, also Querschnitten im Felgenbett. Hier, die sehen noch ein bisschen traditionell schmaler aus, die 28 mm Reifen. Und ich gucke mir jetzt nochmal eben die Übersetzung an. So. 54,40 fährt Mathieu van der Poel und damit genau das, was eigentlich fast alle hier fahren. Bis auf Victor Campenaerts und ein paar ganz schnelle Leute, die sich eben auf Sprints und Solofluchten spezialisiert haben. Aber eigentlich Mathieu van der Poel ja auch einer der Top-Sprinter hier bei der Tour. Bei den Teambussen am Start der Tour de France in Florenz. Und hier ist eine interessante Neuheit am Rad von AG Geiser Decathlon. Und das ist das Rad hinter mir von Felix Gall. Da ist die Neuheit nicht dran, das ist auch das Ersatzrad hier auf dem Wagen. Aber wir haben das Rad eben abgefilmt. Vorne an der Front ist ein Reifen von Continental, denke ich, und 29 mm breit. Und das ist mit einem Profil mit so kleinen Blöcken drauf. Und ich vermute, da geht es darum, dass der Luftwiderstand gesenkt wird, sozusagen, dass der Luftstrom direkt am Reifen gebrochen wird und dann gut um die Felge herumgeleitet wird und so, dass nochmal am Reifen selber auch ein Aerovorteil entsteht. Soweit ich es gesehen habe, ist Decathlon AG Geiser das einzige Team, was diesen Reifen hier bei der Tour de France hat. Wie gesagt, 29 mm breit, kein Label drauf, aber man kann sehen, dass es ein Conti ist. Das Team ist ja sowieso auf Continental-Reifen unterwegs. Ja, Felix Gall konnte ja schon bei der Tour de France glänzen. Wir sind gespannt, was er dieses Jahr leisten wird. Und ja, wir drücken ihm die Daumen. Sein Rad, 54,40 Übersetzung. Und Nummer 3, Shimano Dura-Ace Di2-Schaltgruppe. Ich gucke mir noch mal eben das Cockpit an. Bei Van Rysel steht das hier unter dem Cockpit drauf, was das für eine Länge hat. Der Vorbau 110 mm und Breite ist 400 mm. Also nicht ganz so eng wie bei vielen anderen Fahrern, aber Felix Gall ist auch ziemlich groß. Falls ihr das Van Rysel RCR noch nicht kennt, das ist ja auch ein moderner Aero-Allrounder, also aerodynamisch optimiert und gleichzeitig besonders leicht. Zählt ebenfalls zu den schnellsten Rennrädern der Welt, ungefähr wie Specialized Tarmac SL8, ein bisschen nicht ganz so aerodynamisch wie ein Canyon Aero CFR und ja, ist auf jeden Fall eins der besonders interessanten Bikes im Peloton. So, und hier bei EF Education Easy Post haben wir ein Rad von Richard Carapaz gefunden, das Cannondale Super 6 Evo Lab 71, das leichteste und das aerodynamische
Rennrad von Kendall, Profi-Rennrad in einer Sonderlackierung. Und ich habe gerade kurz mit dem Mechaniker gesprochen. Also auch Carapaz fährt 5440 Übersetzung, Shimano Dura SDI2, 2x12 Schaltung, hinten L34 Kassette. Das scheint so ungefähr die Standardübersetzung für alle heute zu sein. Aber Stefan Bissegger, der auch hier im Team fährt, hat eine 56er Kettenblatt vorne montiert. Das ist eine Ausnahme, obwohl es heute eine richtig hügelige Etappe ist. Das hat mich ein bisschen erstaunt, aber gut, jeder wie seine Beine sind. Wenn wir uns das Rad noch mal genauer anschauen, neben der richtig spektakulären Lackierung, Vision Cockpit vorne, Vision Laufräder 60 mm hoch. Die sind nicht bei allen Fahrern so hoch, da scheint es verschiedene Vorlieben zu geben, was auch die Seitenwindanfälligkeit angeht, aber Carapaz scheint sich da sehr sicher auf dem Rad zu fühlen. Auch hinten 60 mm. Tubeless Setup mit Vittoria Corsa Pro Reifen in 28 mm und der Mechaniker sagt, fährt vorne 4 Bar und hinten 4,4 Bar. Wir sind jetzt bei Israel Premier Tech und hier gibt es das Factor Ostro Van, das Teambike, in einer neuen Sonderlackierung, die so ein bisschen so einen Marmoreffekt hat. Und wir schauen uns das Rad jetzt mal an. Ich habe eben schon das Rad von Pascal Ackermann gesehen und der deutsche Top-Sprinter. Und ja, es hat Black Ink Komponenten wie alle Factor Bikes mit Black Ink Felgen, mit differenzierten Felgenprofilen, Aero-Felgen natürlich. Vorne nicht so hoch wie hinten und ja, ist eins der schnellsten Bikes auch im Peloton. Ja, und Pascal fährt Continental Grand Prix 5000 STR Tubeless-Reifen und sie sind auch richtig breit. Also der Trend geht eindeutig zum richtig breiten Reifen hier bei der Tour. So, neben mir steht jetzt bei Team Cofidis das Look 795 Blade RS von Simon Geschke, der hier noch die Tour mitfährt. Und ich bin auch gespannt, was er dieses Mal leistet. Heute könnte eine Etappe für ihn sein. Und sein Rad, Aero-Rennrad von Look, in dieser Mondrian-Lackierung, die wir von Look kennen, finde ich ganz spannend. Mit 3D gedruckten Sattel von Selle Italia, mit Michelin Power Cup Bereifung, relativ schmale Bereifung auf den Corima Laufrädern mit diesen typisch wenigen Speichen, die so paarweise angeordnet sind. Carbonlaufräder natürlich. Besonders spannend an dem Rad finde ich eigentlich das Cockpit und überhaupt die ganzen Look-Komponenten, die so ein bisschen typisch für Look ist ja, dass alle Komponenten zum System gehören. Also die Kurbel ist eine Look-eigene Carbonkurbel, besonders leicht. Natürlich auch die Lenkervorbaueinheit von Look. Und die ist besonders flexibel gestaltbar, ist so eine semi-zweiteilige Einheit. Und auch bei Look der Trend zu schmaleren Lenkern. So, wir sind bei UAE Emirates, dem Team von Tadej Pogacar. Und er hat sich vorgenommen, das Double von Giro und Tour de France zu schaffen. Und vor mir steht aber jetzt das Bike von Nils Polic, der auch bei diesem Team fährt. Und ihr seht schon, das ist ein großes Rad. Und ja, das Colnago V4 RS, das Toprad von Colnago. Auch aerodynamisch und leicht. Und ich schaue jetzt mal, was Nils Polic für eine Übersetzung fährt. Okay, Übersetzung konnte ich nicht erkennen. Er fährt auf jeden Fall Kettenblätter von Carbon TI, so viel kann ich sehen. Und auch die Bremsscheiben sind nicht die normalen Scheiben, die sonst bei der Shimano Dura SDI2 an Bord sind, sondern Tuningteile. Ansonsten das Rad ausgestattet mit NWSES 4.5 Laufrädern. Colnago und UAE Emirates sind ja umgestiegen auf NW-Laufräder bereits letztes Jahr und hier sind sie zu finden. 50 mm Felgentiefe, Hookless Felgendesign und die Reifen Conti Grand Prix 5000 STR, auch natürlich im Tubeless Setup und richtig breit hier auch am Vorderrad schon der Reifen. Also ich würde mal schätzen, so auch mindestens 30 mm, obwohl es ein 28 mm Reifen ist. Also das ist auch so eine Art neuer Standard bei der Hälfte der Teams, würde ich sagen. Übrigens auch die Bremsscheiben, habe ich jetzt rausgefunden, von Carbon TI. Meine Energie geht langsam flöten. Wir sind aber bei Total Energies und die fahren zum ersten Mal bei der Tour de France mit dem neuen Arbeitsgerät. Und das ist das NW Melee, ein Allround-Rennrad. Kein richtiges Aero-Rennrad, aber auch kein richtiges Kleinbars-Bike. Und ich habe gerade mit einem aus dem Team gesprochen. Die Fahrer lieben dieses Fahrrad, hat er mir gesagt. Das Gewicht habe ich auch kurz gefragt, 7,4 Kilo wiegt das Rad, so wie es hier steht, mit den Hochprofilfelgen. Das ist leichter als einige Aero-Rennräder hier im Peloton, aber auch nicht super leicht wie zum Beispiel die Red Bull Bora Hansgrohe Bikes. Ja, und was mir noch aufgefallen ist hier an dem NW Melee, ist einmal dieser Schaltwerkskäfig hier mit den großen Zahnrädchen, Pullis. Die sind
mit viel mehr Zähnen und dadurch wird sich der Umschlingungswinkel der Kette ändern und das verringert den Reibungswiderstand, beziehungsweise ja, das verringert den Widerstand zwischen Kette und Schalträdchen. Und das soll eben nochmal diese sogenannten Marginal Gains, diese kleinen Ersparnisse bringen, die überall am Rad gesucht werden. Das Rad hat ansonsten auch alle Aero-Features, aber man entscheidet sich hier für solche sogenannten Cumtail-Profile, wo oben das Rohr quasi gekappt ist und unten so eine runde Form und auch das verbessert die Aerodynamik. Aber in der Regel haben diese ganz flachen Profile eine bessere Aerodynamik. Ansonsten Enve-Komponenten dran, Enve-Cockpit, Enve-Laufräder, auch mit differenzierten Felgenprofilen und Continental-Reifen in 28 mm und mit Druck von 4 Bar gefahren. Und ich weiß jetzt nicht, wer gerade vorbeikommt. Alpecin de Koenig und Mathieu van der Poel fahren gerade vorbei. Auf dem Dach das Cervelo R5 von Jonas Vingegaard, Rahmengröße 51 und das ist das Rad für die Bergetappen von Jonas Vingegaard. Deswegen auch die klassische 52-39 Übersetzung, was früher die Heldenkurbel war, ist jetzt inzwischen schon die Bergkurbel. Hinten, wie gehabt, eine 1036 Kassette, wie bei den SRAM Red Axis bestückten Bikes üblich inzwischen. Und ja, das ist das besonders leichte Rad, wie gesagt, für die Bergetappen. Interessant ist noch, dass Vingegaard hier Reserve Aerolaufräder fährt und Vittoria Corsa Pro Reifen in 29 mm Breite im Tubeless Setup. Und sie sind speziell für 25 mm breite Felgen ausgelegt. Das steht zumindest auf der Reifenflanke. Ja, und Cervelo fährt eben die hauseigenen Laufräder von der hauseigenen Laufradmarke Reserve und die sind speziell auf die Reifen abgestimmt. Nicht richtig hohe Aerolaufräder, sondern eher so ein mittelhohes Profil. Reserve sagt zumindest, dass diese Laufräder für turbulente Luftströmungen optimiert sind. Das ist ja so ein bisschen eine Diskussion im Moment, ob man Räder auf sogenannte laminare Anströmungen, also direkt von vorne und immer nur aus einer Richtung optimiert oder eben auf Windverhältnisse, bei denen der Wind aus allen möglichen Richtungen kommt. Und Reserve sagt eben, dass diese Laufräder für diese turbulenten Windströmungen optimiert sind. So, jetzt steht vor mir das Rad von Mark Cavendish. Sprinter, kennt ihr wahrscheinlich alle, einer der berühmtesten Sprinter überhaupt. Und er hat eine Sonderlackierung bekommen für sein Villiers Filante SLR. Und hier das Cockpit in Regenbogenfarben mit den Elementen von dem grünen Trikot und dem roten Trikot von der Vuelta. Ja, alles dran an dem Rad, richtig schöne Lackierung und eben den Blau von Kasachstan. Sein Team ist Astana Kasachstan und das Filante SLR, das Aero-Rennrad des Teams. Und außerdem haben sie jetzt neu bei der Tour erstmals mit ein echtes Kleinbus-Bike, das vertikale SLR. Das haben wir euch auf Rennrad News schon vorgestellt. Den Artikel verlinke ich euch hier unten in den Kommentaren. Und ja, das ist eben das Rad von Cavendish. Mit 60 mm hohen Carbon-Aero-Felgen, vorne und hinten von Vision. Vision Cockpit auch dran. Shimano Dura ist die IT-Schaltung. Und ich schaue mir jetzt nochmal die Übersetzung an. So, schnell geguckt, 54, 41 wie die meisten Teams hier mit Shimano Dura ist die IT-Ausschaltung. Und hinten auch eine L34-Kassette. Also es gibt so eine Art Gleichmacherei im Peloton. Arkea BNB macht sich startklar. Sie fahren das Bianchi Oltre RC Aero Rennrad, das hier hinter mir steht. Und ja, das Rennrad fahren sie schon länger. Da gab es einen kleinen Skandal, als das rauskam. Das Serienrad hat so einen kleinen Spoiler an der Front. Den mussten sie entfernen, weil er nicht UCI-kompatibel ist. Und jetzt sieht man noch den Rest davon am Steuerrohr von diesem Aero-Rennrad. Ansonsten haben sie noch das Bianchi Specialissima RC. Das ist das Kleinbus-Bike. Und wir schauen uns beide Räder mal kurz an, bevor die wegfahren. Ja, und hinter mir auf dem Dach steht jetzt das Bianchi Specialissima RC, eben das Kleinbus-Bike, aber es hat auch einige Aero-Features, wie ihr eigentlich sehen könnt, zum Beispiel vorne am Steuerrohr dieser, wie Specialist es mal genannt hat, Speed Sniffer, wo das Steuerrohr so leicht sich ein bisschen nach vorne wölbt und natürlich auch integrierte Züge und Leitungen, beziehungsweise nur Leitungen, Züge brauchen die Räder nicht mehr. Und wenn man hier in den Teamcar guckt, da sieht man, dass die Leute, wie eng gepackt das alles da drin ist. Der hat ja die Laufräder quasi schon auf dem Schoß. So, ich habe die Kamera noch in der Hand, den Rucksack auf, die Autos fahren weg, der Hubschrauber kreist schon. Das war's vom Grand Départ der Tour de France mit den besten Profirennern, den allen Profirennern, die wir erwischen konnten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert auch unseren Kanal und ja, demnächst gibt es vielleicht auch Tests von Rädern, die wir hier zum ersten Mal gesehen haben.
Es wird spannend.